Herzlich willkommen zu ARS24 auf unserem YouTube-Kanal und ich darf euch heute die Weltneuheit vorstellen. Und zwar von Alpine der iLX F903D. Das ist ein 9 Zoll Multimedia-Gerät mit DAB, mit Apple CarPlay, mit Android Auto, mit USB, mit allem Schnickschnack, was man so braucht. Aber einzubauen in einem Ein-DIN-Schacht. Also für alle Leute, die jetzt sagen, verdammt, ja, in mein altes Auto, ich habe nur einen Ein-DIN-Schacht, kann ich jetzt sogar so ein geiles Gerät einbauen. Und es ist richtig geil konstruiert und was das Gerät alles kann und wie man es einbaut, das zeige ich euch jetzt alles ausführlich in diesem Video. Wir reden ja von einer Weltneuheit und was macht denn das Gerät jetzt so einzigartig? Das Gerät ist sehr geil konstruiert, es hat hinten eine geile Aufnahme drin, wo absolut rüttelfest und so weiter der Monitor fest in den Ein-DIN-Schacht integriert wird. Und wir haben natürlich jetzt einen übergroßen 9 Zoll Bildschirm, der jetzt über die gesamte Fläche des Ein-DIN-Schachtes schwebt sozusagen, wie es auch in vielen neuen Fahrzeugen, ob das jetzt ein BMW, ein Audi oder Mercedes, macht überall diesen Monitor oben drauf und der schaut halt einfach ganz genauso aus. Das heißt, aus Fahrzeugen, wo man bisher immer gedacht hat, ja, das schaut halt einfach blöd aus, eigentlich hätte ich gern einen Monitor, dann gibt es die ausfahrbaren Monitore, ja, das ist das eine, dann bleibt der Bildschirm aber trotzdem noch relativ klein, weil er ja in den Ein-DIN-Schacht reinpassen muss. Wir bauen einfach den 9 Zoll Bildschirm auf den Ein-DIN-Schacht oben drauf. Durch die Tiefenverstellung, die man an der Mechanik vornehmen kann und den Winkel und die Höhe des Bildschirms, kann ich diesen Bildschirm genau so ausrichten, dass er in meinem Fahrzeug so integriert ist, dass er natürlich am besten optisch ausschaut und auch, dass die Tasten, die sich eventuell hinter oder an dieser Umgebung des Autoradios befinden, nicht verdeckt werden und nach wie vor bedienbar sind. Wie genau die Tiefe, der Winkel und die Höhe des Bildschirms eingestellt wird, das zeige ich euch genauso wie den Beispieleinbau in einem Fahrzeug direkt nach der Vorstellung von dem Gerät, weil ich möchte euch jetzt schon noch erst zeigen, was das Gerät so alles kann und was euch erwartet, wenn ihr das bei euch einbaut. Alle weiterführenden Informationen zu dem Gerät findet ihr in unserem Webshop unter www.ars24.com. Gebt ihr im Suchbegriff oben iLX F903D ein, dann landet ihr genau bei dem Gerät, da seht ihr natürlich auch, was das Gerät kostet und was ihr vielleicht sonst noch an Informationen dazu braucht. Jetzt geht's aber los, was kann das Gerät alles? Richtig gelungen ist natürlich der 9 Zoll Bildschirm, der sehr wertig ausschaut, also auch der Rahmen ringsrum, die Soft-Touch-Funktion unten dran, die funktionieren richtig gut. Hier mit Lautstärke-Taste, ich kann hier direkt aufs Menü umschalten und mir anzeigen lassen, was ich alles für Medien zur Verfügung habe. Ich habe eine Favoritentaste, die ist richtig geil. Da kann ich meine ganzen Favoriten ablegen. Ob das jetzt meine Senderspeicher sind, meine Lieblingssender, da brauche ich nicht lang rumsuchen oder sonst was. Ich gehe auf Favoritentaste, wähle zum Beispiel mein Absolute Hot aus oder ich gehe jetzt auf die Favoritentaste und will zum Beispiel meinen Kumpel Gecke anrufen und somit ist das auch schon erledigt. Also auch die Bedienung ist extrem freundlich, den rufen wir jetzt doch nicht an. Und was auch sehr geil gelöst ist, ist auch, ich habe eine Aufforderungstaste mit in meiner Leiste integriert, in der ich jetzt auch, wenn ich Bluetooth zum Beispiel höre, sage, ich möchte von meinem Musikspeicher einen Song hören, können wir ja mal machen. Siri, spiel mir Songs von Andreas Gabalier. Jetzt ruft der Gecki auch noch an. Habe ich zu spät aufgelegt. Das können wir ja hier direkt annehmen. Hallo Gecke. Olivero, du hast bei mir angerufen? Ja, woran liegt es wohl? Weil ich wahrscheinlich bei dir angerufen habe. Ah, dann schätzungsweise liegt es an dem. Ja, das kann sein. Könnte sein. Ich mache gerade, du bist jetzt sozusagen gerade live bei uns im Video drin, weil wir gerade die Bluetooth- und Siri-Funktion vom Handy vorführen wollten. Okay. Und habe zu spät aufgelegt. Ach so. Was muss ich tun?
Du könntest die Zuschauer herzlich grüßen. Ich wünsche euch einen schönen Tag mit ganz viel Sonne. Das ist doch schön. Danke, Gecke. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, das war unser Freund Gecke. Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal zurück auf unsere Sprachsteuerung mit unserer Sprachsteuerungstaste, die normalerweise ja hier die Siri auslöst an meinem Smartphone. Und so. Siri, spiel mir Titel von Andreas Gabalier. Du hörst Hula Palu von Andreas Gabalier. So einfach ist es. Ich brauche hier gar nichts mehr großartig bedienen. Das lässt sich alles nur noch mit einem Tastendruck so sicher bedienen, dass ich auch während der Fahrt meine Wünsche an mein Handy äußere und das führt entsprechend zu der Aktion auf meinem Multimedia-Bildschirm, genauso wie die Navigation. Navigiere mich zum Hofbräuhaus nach München. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel Hofbräuhaus. So, jetzt hat es das Ziel gefunden. Jetzt kann ich natürlich die Navigation nur nutzen, wenn ich Apple CarPlay mit andockt. Dafür haben wir ja unseren USB-Anschluss. Jetzt spätestens hat mein Siri natürlich die Navigation schon die Route gefunden. Und jetzt stecken wir das ganze Stück mit an und schalten auf Apple CarPlay um. Und da ist dann auch die Route bereits in meinem Apple CarPlay Kartendarstellung integriert und habe das jetzt drauf und kann natürlich mein ILX F903D vollwertig als Navigationsgerät nutzen, samt Sprachsteuerung, die so easy funktioniert und sich auch ganz klasse bedienen lässt. Und die Favoritenfunktion finde ich persönlich hammergeil, weil mit einer Taste kann ich auf meine Lieblingsfunktionen und Kontakte zugreifen und macht das Bedienen extrem schnell. Wir haben als Medien natürlich mit dabei das Bluetooth-Telefonieren, Bluetooth-Audio. Wir haben Apple CarPlay, Android Auto für alle, die Android-Geräte haben. Und wir haben einen USB-Anschluss. Was wir jetzt in dem Fall nicht mehr haben, ist ein CD-Laufwerk oder DVD-Laufwerk. Auf das müssen wir zwangsläufig verzichten, weil wir nicht mehr an den Schacht hinten dran kommen. Aber mal ganz ehrlich, wer hört heute noch CD? Ich habe ja alles auf meinem Handy drauf und kann alles, was ich hier drauf habe, hier abspielen. Das heißt, alle Medien, die aktuell in sind und auch notwendig und auch cool, habe ich hier mit dem ILX F903 abgedeckt und könnte auch noch einen AUX-In-Anschluss mit verlegen zum Handschuhfach. Das kommt dann alles hinten raus. Das zeige ich euch nachher noch alles, was wir an Kabelwerk an dem Gerät zur Verfügung haben und wie wir das ins Auto installieren. Aber damit haben wir dann auch den analogen Zugang mit unserem AUX-Anschluss auch getätigt. So, UKW, DAB+, geil, mit dabei. Können wir hier umschalten, gehen wir wieder auf unser Alpine-Gerät zurück und schauen uns das Ganze auf DAB+ an. Und hier kann ich auch meine ganzen Sender hier abrufen, wie ich es brauche, oder eben mir die ganze Senderliste anzeigen lassen, was ich alles empfange und DAB+. Ich kann es nur noch mal wieder sagen, so eine Sendervielfalt gibt es nirgendwo auf FM zu finden und schon gleich gar nicht in dieser Soundqualität. Und da kann ich halt so viel abrufen und bin einfach up to date. Und kann natürlich auch alle meine Sender hier mit in meiner Liste mit abspeichern, wo ich hier zur Verfügung habe, um schnell Zugriff zu haben auf Energy, auf Sunshine Live, auf Kultradio, auf was weiß ich, Absolute Hot, Absolute Relax, egal. Es gibt so viel geiles Zeug auf DAB+. Leute, das muss einfach sein. Als Beispiel ziehen wir uns jetzt mal einen Sender rein, den wir noch nicht abgespeichert haben und auch noch nicht in Favoriten drin haben. Da suchen wir uns jetzt mal irgendwas raus. Was haben wir denn zum Beispiel? SWR 4, den wählen wir jetzt mal aus. Den speichern wir in unseren Speichern ab. Da gehen wir jetzt hoch, das habe ich schon alles abgespeichert. Da unten kommen jetzt neue Belegungen. Einfach wie früher länger auf die Taste draufdrücken, dann ist der gespeichert. Und hier habe ich meine Sternchen-Taste.
SWR 4 abgespeichert in den Favoriten, also gehen wir in die Favoriten rein, sehen, aha, da ist er jetzt, da möchte ich den aber vielleicht an der Stelle gar nicht haben, weil ich hier meine ganzen Kontakte habe. Dann gehe ich in Bearbeiten rein, nehme den und schmeiße den auf meine Seite drauf, wo meine ganzen Radiosender drauf sind und speichere das Ganze. Und Änderungen übernehmen, ja. Und jetzt habe ich den hier mit drauf, also das heißt auch meine Favoriten kann ich bearbeiten, hin und her schieben, wie ich es brauche. Ich kann auch meine Kontakte entsprechend ändern. Ich kann jetzt sagen, na, das soll das Icon einer Frau haben oder auch eben hier wie mein Home-Icon oder wie auch immer. Da sind wir ein bisschen flexibel, wie man das gestalten kann. Sehr cool auch bei DAB+, dass auch die Coveranzeige von den ausgestrahlten Informationen vom Sender mit angezeigt werden. Die wechseln sich auch oder wir können auch hier dann vielleicht den Titel und Interpreten und so weiter direkt abrufen. Und wenn wir jetzt nochmal auf Apple CarPlay umschalten als neues Medium oder als Parallelmedium, da können wir jetzt hier unten auf unsere Medien umschalten. So, jetzt da unten haben wir Apple CarPlay und kann natürlich alles nutzen, meinen Musikspeicher, meine Navigation, wie bereits angezeigt. Ich kann Nachrichten per SMS oder jetzt auch mit WhatsApp das Ganze konfigurieren und mir per Sprachsteuerung die WhatsApp-Nachrichten vorlesen und auch neu diktieren und abschicken. Alles sehr verkehrsgerecht, dass man sich auf die wesentlichen Funktionen konzentriert. Das ist der Sinn der Sache an Apple CarPlay und Android Auto, dass es hier nicht viel zum Spielen gibt, sondern sehr verkehrssicher das Ganze aufgebaut ist. WhatsApp. An wen soll die Nachricht gesendet werden? An Moritz Angele. Was möchtest du sagen? Moritz, heute ist ein schöner Tag zum Filmen und ein Video über den Alpine ILX F903D zu drehen. Deine WhatsApp-Nachricht an Moritz Angel lautet: Moritz, heute ist ein schöner Tag zum Filmen und ein Video über den Alpina Alex 11903D zu drehen. Bereit zum Senden? Ja! Okay, sie wurde gesendet. So einfach ist es, per WhatsApp zu agieren, mit Sprachsteuerung und die Hände am Lenkrad zu lassen, sich auf den Verkehr zu konzentrieren. So funktioniert Sprachsteuerung richtig, richtig geil. Auf der Rückseite des Multimedia-Gerätes befindet sich auch noch ein HDMI-Eingang, den man dann natürlich mit dem Smartphone verbinden kann, mit entsprechenden Adaptern, also per HDMI-Verbindung. Und somit kann ich auch den Bildschirm hier auf meinen Bildschirm vom Alpine-Gerät spiegeln und auch Filme mit angucken. Zudem verarbeitet unser Multimedia-Gerät FLAC-Dateien, also High-Res-Dateien für eine geile Musikwiedergabe mit der höchsten Auflösung. Im Lieferumfang liegt das Mikrofon für die Siri und natürlich für unsere Telefonie mit dabei. Braucht man also nur noch hinten anstecken und hat eine super Sprachqualität. Cool gelöst ist auch der Schnellzugriff für meine Klangeinstellungen. Hier kann ich meinen Dynamik-Expander einstellen. Ich kann hier direkt Zugriff nehmen auf meine Balance und Fader, Bass und Höhen, Plus und Minus machen. Und kann dann den Subwoofer-Level, sollte ich einen angeschlossen haben, auch schnell zugreifen und den Pegel erhöhen. So, das ist der Schnellzugriff und hier kann ich auch den Bass Engine noch mit starten und kann mir entsprechende Klangfelder schnell auswählen und einstellen. So, wenn ich jetzt sage, das sind jetzt die Schnelleinstellungen, aber wenn ich es doch ein bisschen in die Tiefe machen möchte, habe ich in meinen Einstellungen die Soundeinstellungen. Und kann natürlich jetzt zugreifen auf den Subwoofer, auf die Lautsprecher. Ich kann dann auch die Laufzeitkorrektur mit eingeben. Ich habe Frequenzweichen mit integriert für meine 3-Part-Cinch-Ausgänge, wo ich Front, Rear und Subwoofer separat regeln kann. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Es gibt natürlich den manuellen EQ, wo ich meine Frequenzen einzeln einstellen kann, so wie ich es möchte. Das ist jetzt alles nichts Neues, aber das Gerät hat einfach alles integriert, um auch eine Top-Soundanlage zu kreieren oder auch ohne weitere Anlage einfach nur ein gutes Klangbild abzugeben. Über den USB-Eingang können wir High-Res-Datei in FLAC-Format wiedergeben oder auch Videos in MP4 oder MKV-Format. Das war der Schnelldurchgang, wie das Gerät funktioniert und was es alles kann. Jetzt zeige ich euch, wie man das Gerät
von der Justage her aus einstellt, was es da für Möglichkeiten gibt, welche Winkel man da nutzen kann. Los geht's mit dem Schraubenzieher direkt ans Gerät ran. Bevor wir das Autoradio jetzt mal beispielhaft in einem Auto installieren, wird es jetzt noch ein bisschen technisch, weil ich mag euch ja jetzt zeigen, was ist alles im Lieferumfang mit dabei und wie stellt man diese Winkel alle ein, damit es so richtig cool und am besten perfektioniert im Auto installiert ist. Wir haben natürlich diesen Montagerahmen wie bei einem normalen Eindienradio. Wir haben ein GPS-Anschluss, eine GPS-Maus, eine Antenne mit dabei, die direkt hier angesteckt wird. Auch wenn das Gerät keine eingebaute Navigation hat. Wir nutzen ja Android Auto oder Apple CarPlay, die Navigation, und werden jetzt hier GPS-mäßig auch dieses Signal direkt mit einschleifen können. Wir haben, wie besprochen, das externe Mikrofon, wo auch nur angesteckt wird. Wir haben einen separaten Anschlusskanal für unsere Cinch-Ausgänge. Wer keine Endstufe verwendet, kann diesen Cinch-Ausgang einfach weglassen. Das erspart uns auch mehr diese vielen Anschlusskabel, die dann hier dran sind, weil wenn ich was nicht brauche, lasse ich es einfach weg und habe entsprechend weniger Kabel, die ich verstauen muss. Wir haben noch einen Eingang für unser externes Mikrofon oder Steering Wheel Control. Das heißt, dieser Anschluss ist dafür da, ein Interface mit anzuschließen, damit meine Lenkradfernbedienung wieder funktioniert und das externe Mikrofon anzuschließen. Im Lieferumfang dabei natürlich ein kurzes USB-Verlängerungskabel. Wir haben einige Schrauben mit dabei, um diese Montagen und Justagen zu machen. Und es sind auch solche Klebepads dabei, damit wir die Schraubanschlüsse auch überkleben können, wenn das Fahrzeug mal fertig installiert ist. Dann kann ich das nach optisch perfektionieren und zumachen. Und natürlich unser Hauptstromanschlusskabel für unsere ISO-Anschlüsse, für Lautsprecherausgänge und Stromversorgung vom Fahrzeug. Am Gerät selber haben wir zusätzlich natürlich noch unseren DAB+ Anschluss. Wir haben unseren gewohnten FM-Anschluss. Wir haben auch noch einen USB hier versteckt drin und da ist noch unser HDMI-Eingang. Und jetzt geht es an die Verstellung des Monitors. Dazu gibt es hier hinten zwei so Klappen, die man wegmachen kann. Und da verbergen sich bereits schon die ersten Schrauben, um jetzt zum Beispiel den Monitor zu neigen. Machen wir mal die zwei auf. Das heißt, bei der Erstjustage muss ich natürlich schon mal gucken, was ist die beste Position für mich. Und wenn ich die zwei Schrauben gelöst habe, jetzt kann ich schon mal den Monitor neigen, wie ich ihn brauche und für mich am besten einstellen kann. Dazu gibt es ein paar spezielle Positionen, weil die Schrauben sonst nicht übereinander stimmen. Das heißt, ich kann einmal so festmachen das Ganze, dann kann ich den so festmachen oder auch negativ neigen mit der Position. Zusätzlich zur Neigung des Bildschirms kann ich jetzt weitere Schrauben lösen, und zwar die Führungsschiene an der Seite jeweils wegmachen. So, wenn ich die 4 Schrauben gelöst habe, dann wird der Monitor auch noch in der Höhe verstellbar und somit kann ich jetzt die Position mir aussuchen, was passt jetzt für mich damit am besten. Und wer jetzt noch sagt, naja, von der Tiefe her habe ich auch Möglichkeit, das Gerät zum Beispiel noch weiter an das Cockpit ranzufahren, der muss jetzt noch folgende Schrauben lösen. Das ist ja alles nur für die Erstinstallation, sowas macht man auch nicht ein zweites Mal. Man schaut sich das einfach an. Einmal, das macht sogar Spaß, finde ich am Anfang, weil man natürlich die beste Position erreichen mag und dadurch aber auch relativ flexibel ist, das zu tun. So, jetzt haben wir die 3 Schrauben hier oben gelöst, jetzt können wir den Deckel hier wegmachen. Und den hier genauso, glaube ich, rausziehen. Ne, der kommt dann nachher. Und jetzt können wir da unten die Schrauben im Gerät lösen. So, jetzt muss ich gerade überlegen, das gleiche unten. Das ist deswegen auch so viel verschraubt, damit da nichts wackelt und nichts scheppert. Also die Haptik, also das Berühren der Geräte ist so cool. Man hat da wirklich eine sehr, sehr gute Art und Weise, mit dem Gerät sich anzufreunden, weil es einfach brutal stabil eingebaut ist. Und jetzt können wir, okay, so müssen wir es jetzt machen. Wenn ich also die weiteren 4 Schrauben gelöst habe, habe ich die Möglichkeit, das ganze Gerät noch weiter reinzufahren, um das jetzt ganz nah an das Cockpit anzubringen und habe dadurch die Möglichkeiten und kann das ausschöpfen,
das so zu installieren. Und das werden wir jetzt alles nochmal in der Praxis machen. Und das war es eigentlich schon. Also es schaut vielleicht im ersten Moment ein bisschen, oh, da muss ich irgendwas rumschrauben, aber es ist extrem gut gemacht mit den Schrauben. Man braucht einfach nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher und kann alles justieren, wie man es braucht. Vielen Dank an meinen Kollegen, der sein Renault Clio von 1900, keine Ahnung, uraltes Fahrzeug mit einem stinknormalen Ein-Dienenschacht. In den bauen wir das Ganze jetzt ein. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, weil es einfach so wirklich ein altes Auto ist, wo man bisher sowas unmöglich hat einbauen können. Und jetzt geht's los mit dem Einbau vom ILX F903D. Wer kennt's noch? Die ganz normalen Spangen, wie bei den Blaupunkt-Radios. Voll cool. Einfach mal ein Radio rausziehen. Lieber fahre jetzt ein Stückchen weiter raus und neige den Bildschirm. Das ist natürlich super so und komme immer noch an alle Tasten ran. So, also dann fahren wir auf Position 2 und machen die Schrauben da wieder rein. Jetzt, so, und jetzt können wir den da auch reinmachen. Klick, klick, das war's schon. Und jetzt können wir den Rest noch ausrichten. Sagen, okay, dann fahren wir hier hoch, hier runter. Jetzt fixieren wir das Gerät überall mal mit einer Schraube, damit wir die Position auf einmal fix haben. So. Und jetzt holen wir das Gerät nochmal aus dem Schacht raus. Klick, klick. Das ist unser Gerät, wo wir jetzt auch noch diese Teile von hinten dran machen. Gut, Schlüssel an. So, das Ganze auf Deutsch, okay. Jetzt haben wir es. Bayern 3. Na, wie findet ihr die Installation? Ist doch jetzt echt eine coole Geschichte, das Gerät hier fest zu verankern und mit allen Einstellmöglichkeiten optimal in mein Fahrzeug zu integrieren. Schaut natürlich echt bei jedem Fahrzeug ein bisschen anders aus. Das heißt, wir können jetzt in alle Eindienfahrzeuge sowas einbauen oder in vermeintlich alle, würde ich mal sagen. Und auch Fahrzeuge, die einen normalen Doppeldien haben, können wir natürlich auch einen Dien dafür hernehmen, das Gerät zu installieren und drunter nach wie vor das Fach zum lassen, wo man zum Beispiel ein Handy oder sonst was reintun kann. Und wir haben jetzt natürlich hier keine Lenkradfernbedienung, aber ihr könnt sowas alles zusätzlich mit anschließen. Braucht da aber ein optionales Interface dazu. Da könnt ihr uns ja kontaktieren oder auf die Webseite gucken, welches Interface ihr dazu braucht, damit ihr das anbinden könnt. In dem Fahrzeug war es jetzt wirklich einfach, Strom schnell anschließen, DAB-Antenne mit dran geklemmt. Hier könnten wir jetzt die GPS-Antenne noch mit dran machen. Ich wollte euch jetzt nur zeigen, wie das hier ist von der Haptik und wie das hier alles sich integriert. Also in dem Auto schaut das schon echt hammermäßig aus, dieser riesen Bildschirm, der mir jetzt hier meine Navigation und meine ganzen Medien ermöglicht, die das Auto von 1997 auf den Stand von 2018 bringt. Wir freuen uns immer über Abonnenten und über Daumen hoch. Und was die Abonnenten betrifft, möchte ich euch darauf hinweisen, dass YouTube auch in seiner Struktur ein bisschen was umgestellt hat. Ihr seht jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt alle von unseren Videos, wenn ihr uns abonniert habt, sondern die, die YouTube für euch vorschlägt. Findet man natürlich auch ein bisschen blöd. Ihr müsst, wenn ihr kein Video von uns verpassen wollt, dann müsst ihr die Glocke klicken. Ja? Und zwar die, die wir euch jetzt einblenden. Die einmal anklicken, dann ist es wirklich so, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. So, und insofern, danke, bis zum nächsten Mal. Euer Olli von AAS24.com.